Der Schatz auf dem Eubin und die Sage von der ersten Bebauung des Felsens. Im 13. Jahrhundert besaß Qual, Freiherr von Berka, unweit Leipa in Böhmen, eine Herrschaft, zu der damals alles Land von Leipa aus bis gen Zittau gehörte, das mehrenteils aus ungeheuren Waldungen bestand. Einst verfolgte ein Jäger des Ritters, Ovate genannt, mit etlichen Knechten einen Bären, der bis in die Wälder, welche jetzt die Grenze der Lausitz ausmachen, flüchtete. Sein Weg führte ihn auf unseren Sandsteinfelsen, die Jäger ihm nach, und da, wo die breiteste Anhöhe des Felsens sich gen Süden hinneigt, erschlugen sie den flüchtenden Feind mit lautem Jauchzen. Die Jäger waren entzückt von der Aussicht auf diesen Berge und rieten, zurückgekehrt ihrem Herrn, dort eine Feste zu erbauen. Allein derselbe ließ im Jahre 1211 daselbst nur erst ein hölzernes Jagdhaus errichten. Ungefähr 20 Jahre später legten die Herren von Burgberge bei Zittau hier ein Raubschloss an und beunruhigten von hier aus die Umgegend. Zwar brachen dasselbe die Zittauer Bürger wieder, allein es ward 1312 von einem Herren von Leipa nur noch fester wieder aufgebaut. 1319 kam der Eubin in die Hände des Königs Johann von Böhmen, der ihn seiner Schwester Agnes bei ihrer Vermählung mit dem Herzog Heinrich von Jauer als Heiratsgut gab, der die Burg nun durch Vögte verwalten ließ, welche das Räuberhandwerk abermals hervorsuchten. Am 8. Dezember 1343 fiel die Feste in die Hände des Herrn von Michelsberg, der sich bald zu einem der gefürchtetsten Raubritter des ganzen Landes machte. Allein Karl IV. Von Böhmen, dieses Unwesens müde, eroberte die Burg 1349 nach tapferer Gegenwehr, und wenige der Räuber entgingen dem Tode. Das Felsennest aber war zerstört. Im Jahre 1369 ward hier endlich ein Cölestinerkloster errichtet, das erst 1568 wiederum einging und dessen Ruinen noch heute diesen Ort zu einem der romantischsten Punkte der ganzen Oberlausitz machen. Es lässt sich denken, dass so viele Besitzer dieses Ortes, welche nur vom Raube lebten, sowie angeblich auch die Klosterbrüder große Schätze aufhäuften, die sie in der Erde verbargen, um im Falle der Not von ihnen Gebrauch zu machen. Plötzlicher Tod oder andere Umstände verhinderten es, dass ihre früheren Herren ihre Absicht ausführen konnten. Also liegen sie noch hier in der Erde Schoß und warten, weil sie von bösen Geistern bewacht werden, ihre Erlösung durch kräftige Bannformeln. Oft ertönt ein grauenvolles Heulen, Stöhnen und klägliches Gewinsel in der Luft. Bald dröhnt es an den Ruinen des Burgturmes mit mächtigen Schlägen, Waffengeklirr wird vernehmbar und Geschrei wie von Kämpfenden lässt sich mit gemischten Trompetenschall und wilden Pferdegewieher hören. Ein andermal erblickt man leuchtende Flämmchen, welche den ihnen Folgenden in Abgründe leiten, wo er beschädigt hinabstürzt oder, wenn es glücklich geht, in entferntere Gegenden gleichsam auf Windesflügeln von einem Wirbel gedreht wird. Bald schwirren in dunklen Nächten scheußliche Ungeheuer mit glühenden Augen, Flammen aus dem Rachen, hauchend durch die Lüfte. Und bald erscheinen im halben Lichte des Vollmonds riesige Gestalten in schwarzen Harnischen, mit blutroten Helmbüschen, abwechselnd mit Männern in Mönchskutten und Frauen in alter Kleidung, vollgestopfte Wätscher tragend, die mit grauserregenden Gesichtern, hohlen Augen und widrigen Gebärden den hierher verirrten oder neugierigen Fremdling anglotzen und winken. Bald stürzen wunderbar geformte Vögel mit krummen Schnäbeln und drohenden Fängen unter kreischendem Geschrei aus den Wolken, kämpfen hartnäckig gegeneinander und ziehen mit betäubendem Flügelschlage wieder von dannen. Nie aber hat jemand von den Spukgestalten Geschenke erhalten, oder ist ihm durch sie ein schätzebergender Fleck angezeigt worden. Ebenso wenig als diejenigen, welche kühn genug daselbst nach Schätzen gruben, dadurch beglückt wurden, sondern entweder verarmten oder mit lebenslänglichen Krankheiten heimgesucht wurden. Die nächste Sage folgt schon bald. Wenn du wieder dabei sein möchtest, lass gern ein Abo da.